Falls du es noch nie mitbekommen hast, ab dem 1. Juli dürfen die allermeisten Krypto-Exchanges keinen Handel mehr für Leute innerhalb von der EU anbieten. Was darauf zurückgeht, dass am 1. Juli diese sogenannte MiCA-Übergangsfrist entsprechend endet. Das heißt, alle Exchanges, die bis dahin keine entsprechende MiCA-Lizenz haben und MiFID II-Lizenz haben, das sind all die Exchanges, die dann keinen Spothandel und keinen Futures-Handel mehr anbieten können. Was dann gleichzeitig bedeutet, solltest du bis dahin noch Kapital haben auf solchen Exchanges, dann könnte das potenziell eingefroren oder blockiert werden. Und genau deshalb haben wir auch innerhalb von unserem Membership bereits vor 2 bis 3 Monaten eine ausführliche Recherche gemacht, welche Exchanges da tatsächlich noch für uns in Frage kommen. Und da mussten wir tatsächlich feststellen, dass OKX derzeit die einzige Exchange ist, die alle Kriterien erfüllt, die uns persönlich wichtig sind, also bei uns innerhalb von der Membership. Zum einen, dass sie die MiCA und die MiFID II-Lizenz haben, zum anderen einen Security Score von 95, also über 90, was als sehr, sehr sicher gilt. Zusätzlich haben sie eine On-Ramp für Euro und Schweizer Franken, sie erlauben Counter-Trades und Bitcoin als Margin und sie haben Futures verfügbar in Deutschland, Österreich, genauso auch wie der Schweiz. Und wie du hier erkennen kannst, in dieser Liste ist es tatsächlich die einzige Exchange von den Top 20, also von allen Exchanges, weil die weiter unten sind, die erfüllen die Kriterien schon gar nicht, schon allein was die Lizenzen und so weiter angeht. Derzeit die einzige Börse, die tatsächlich all diese Kriterien erfüllt. Und das ist auch der Grund, warum ich selbst privat, genauso auch wir innerhalb von unserem Membership, unsere primäre Empfehlung jetzt auf OKX entsprechend gewechselt haben. Ob deine derzeitige Lieblingsbörse alle Lizenzen hat, kannst du auch selbst auf dieser Webseite nachschauen, die ich dir unten entsprechend verlinkt habe, wo du dann hier entsprechend den Namen eingeben kannst, wie beispielsweise BitGet, wo du dann hier die entsprechende Meldung dazu bekommst mit Achtung, die haben derzeit beispielsweise noch nicht die Lizenzen oder was ist noch bekannt im Dachraum, beispielsweise Maxi genauso nicht und so weiter und so fort. Und da viele in meiner Community vermutlich zuvor noch gar nie OKX benutzt haben, zeige ich dir in diesem Video Schritt für Schritt, wie du Euro einzahlen kannst bei OKX, wie du damit dann Kryptowährungen genauso auch wie Bitcoin nachkaufen kannst, um diese dann beispielsweise auf deine eigene Wallet zu schicken oder dann damit Trading zu betreiben. Ich zeige dir zudem auch, wie du relativ einfach bis zu 300 Euro in Bitcoin gratis bekommen kannst. Das heißt, dranbleiben kann sich lohnen. Lass uns auch direkt starten, und zwar, um tatsächlich über OKX Kryptowährungen kaufen zu können, brauchst du natürlich zunächst mal logischerweise einen Account. Wenn du dich dafür über meinen Referral-Link anmeldest, dann bekommst du sogar bis zu 300 Euro gratis in Bitcoin. Wie genau, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und zusätzlich sparst du auch lebenslang 10% bei den ganzen Gebühren beim Trading. Nach dem Anmelden musst du dann den KYC-Prozess durchlaufen, das heißt, dass du dort deine Ausweisdaten entsprechend angibst. Was auch heutzutage für jede Kryptobörse, die ihre Services an EU-Bürger anbietet, Pflicht ist. Das heißt, sollte das mal irgendwann eine Exchange nicht machen, dann sollte da schon jede Alarmglocke bei dir angehen. Um jetzt Kryptowährungen über OKX kaufen zu können, sind im Wesentlichen nur 2 Schritte nötig. Und zwar zum einen, dass du Euro von deinem Bankkonto auf OKX bringst und zum anderen, dass du diese Euro dann in Kryptowährungen entsprechend tauscht, die du dann beispielsweise in deine eigene Wallet schicken kannst oder, sofern du möchtest, auch auf dieser Plattform lassen kannst, falls du die zum Trading oder sonst was verwenden möchtest. Theoretisch hast du hier oben links die Option, dass du relativ schnell und einfach Kryptowährungen kaufen kannst, indem du dann hier beispielsweise sagst, hey, ich möchte 1000 Euro in Bitcoin entsprechend kaufen und das Ganze beispielsweise über Google Pay oder hier über PayPal oder Visa, Mastercard und so weiter. Aber wie du hier bereits siehst, sind meistens die Gebühren, wenn du das hier relativ schnell und einfach machst, sind meistens da die Gebühren auch um das X-fache höher, weshalb ich dir diese Option hier nicht empfehlen würde. Stattdessen würde ich dir empfehlen, dass du hier oben auf Einzahlen gehst, dann auf Barmittel einzahlen. Und dann werden dir hier auch direkt mehrere Optionen angezeigt und meistens ist SEPA hier das mit Abstand schnellste und günstigste, vor allem wenn du Sofortüberweisung machst, dann ist das innerhalb von wenigen Minuten in deinem Account und du hast dafür auch überhaupt keine Gebühren, wenn du über diese Art dann Euro auf dein OKX-Konto entsprechend bringst. Wenn du das entsprechend gemacht hast, dann werden deine Euro auch hier angezeigt und zwar unter Assets, unter Meine Assets. Dann lädt das ganz kurz und dann müsstest du hier sehen, ich habe jetzt hier beispielsweise für dieses Tutorial 100 Euro entsprechend auf OKX gebracht, mit denen wir zusammen in diesem Tutorial jetzt Bitcoin nachkaufen werden. Und zwar ist das Ganze auch relativ simpel, und zwar gehst du hier oben in der Mitte auf Handeln, dann auf Spot und Margin, hier oben wechselst du auf Euro, weil du entsprechend Euro auf deinem Account hast und dann Bitcoin und Euro, dieses Paar, sofern du Bitcoin nachkaufen möchtest oder auch hier diese anderen Paare, je nachdem, was du entsprechend kaufen möchtest. Jetzt in diesem Tutorial werden wir mal Bitcoin gemeinsam kaufen, also klicken wir hier entsprechend drauf. Falls du zuvor noch nie ein Orderbuch verwendet hast, dann sieht es vermutlich zunächst relativ komplex aus. Mit diesem komischen Chart hier, dann hast du hier irgendwelche Zahlen, die sich die ganze Zeit ändern, dann hier auf der linken Seite irgendwelche Ticker-Symbole, hier irgendwelche Schieberegler, aber keine Sorge, das ist alles andere als ein Hexenwerk, das hier zu bedienen. Eine Sache kurz vorweg, die allerdings optional ist, und zwar mag ich persönlich hier dieses Standard-Layout von OKX eher weniger, weshalb ich das persönlich meistens hier umändere zu diesem erweitert links.
Das sieht dann entsprechend so aus, dass du hier auf der linken Seite deine Order entsprechend setzen kannst. Du hast dann hier das Chart, hier das Orderbuch und hier unten siehst du die offene Position. Um jetzt mit deinen Euro Bitcoin nachkaufen zu können, musst du zunächst mal deine Euro auf dieses Trading-Konto entsprechend bringen. Dafür hast du grundsätzlich zwei verschiedene Optionen. Die erste Option ist hier, dass du auf dieses kleine Plus draufklickst, oder die zweite Option, dass du hier unten links auf Übertragen draufklickst. Wenn du da draufklickst, öffnet sich jeweils das gleiche Fenster, wo du hier siehst, dass du Euro übertragen möchtest von deinem Finanzierungskonto zum Handelkonto. Das passt. Jetzt die volle Menge und dann hier entsprechend bestätigen. Danach siehst du dann auch direkt hier unten links dein Eigenkapital, was jetzt 100 Euro beträgt. Genauso auch wenn du hier weiter hoch gehst, dann werden dir hier ebenfalls 100 Euro angezeigt. Zusätzlich siehst du hier oben drüber die zwei wichtigsten Orderarten, Market Order und Limit Order. Market Order bedeutet, dass du zum aktuellen Preis dann entsprechend deinen Bitcoin kaufst, und Limit Order, dass du erst Bitcoin nachkaufen möchtest, wenn ein gewisser Preis, den du selbst definieren kannst, entsprechend erreicht ist. Aktuell steht der Bitcoin-Preis bei ungefähr 55.000 Euro. Angenommen, du möchtest erst nachkaufen, wenn der Bitcoin-Preis auf 50.000 gefallen ist, dann könntest du hier entsprechend 50.000 eintragen und dann hier diesen Schieberegler verwenden, wie viel Bitcoin du entsprechend nachkaufen möchtest, oder du trägst hier manuell ein, dass du für 100 Euro entsprechend Bitcoin kaufen möchtest und dann hier entsprechend auf den Button draufklicken. Danach wird dann deine Order hier unten links unter offene Order hier entsprechend angezeigt, wo du erkennst, bei 50.000 möchtest du 0,002 Bitcoin entsprechend nachkaufen. Da ich jetzt allerdings für dieses Tutorial nicht warten will, bis tatsächlich der Bitcoin-Preis auf diesen Preis hier gefallen ist, tue ich diese Order hier entsprechend wieder stornieren, also hier entsprechend draufklicken und gehe stattdessen hier auf die Market Order. Das heißt, dass ich zum aktuellen Marktpreis, der auch hier in der Mitte angezeigt wird, dass ich zu diesem Preis entsprechend nachkaufen möchte. Also auch hier wieder entsprechend mit dem Schieberegler sagen, wie viel du nachkaufen möchtest. Jetzt in dem Fall 100 Euro, klicken hier auf Bitcoin kaufen drauf und jetzt siehst du auch direkt hier, wo du Bitcoin entsprechend nachgekauft hast, ob du derzeit im Gewinn oder Verlust bist. Und wenn du dann hier oben rechts auf deine Assets entsprechend draufklickst, dann müssen auch hier unten entsprechend deine Bitcoin entsprechend angezeigt werden. Um jetzt diese 300 Euro von dieser Aktion entsprechend abzusahnen, musst du Folgendes tun. Das steht auch hier entsprechend drunter, dass du mindestens 10.000 Euro entsprechend handeln musst. Und zwar nicht in Stablecoins, sondern in Kryptowährungen. Das heißt, was du dafür theoretisch tun könntest, wäre, dass du einmal für 10.000 Euro Bitcoin nachkaufst, oder beispielsweise, dass du für 5.000 Euro Bitcoin kaufst und wieder verkaufst, dann hast du ebenfalls ein Handelsvolumen von 10.000. Oder auch beispielsweise, dass du 5-mal 1.000 Bitcoin kaufst und 5-mal entsprechend verkaufst, dann hättest du ebenfalls ein Handelsvolumen von 10.000 Euro und würdest dementsprechend diese Prämie bekommen. Diese Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, die du hier entsprechend gekauft hast, könntest du jetzt auch theoretisch auf deine eigene Wallet schicken, indem du hier auf Abheben entsprechend draufklickst. Danach kannst du dann hier die entsprechende Kryptowährung auswählen, in dem Fall Bitcoin, dann das Ganze hier bestätigen und dann könntest du hier jetzt deine eigene Bitcoin-Adresse eintragen, um dann diese Bitcoin auf deine beispielsweise Hardware-Wallet zu schicken. Wenn du dagegen deine Kryptowährung nutzen möchtest, um bei OKX zu traden, kannst du hier oben bei Handeln auf Futures drauf gehen. Falls es dir hier derzeit noch nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass dann wahrscheinlich hier irgendwo steht, Futures freischalten oder Xperp Unlock oder irgendwie sowas. Da musst du zunächst 4-5 Fragen beantworten und danach wird das hier entsprechend freigeschalten und dann kannst du auch hier entsprechend verschiedene Kryptowährungen mit einem höheren Hebel entsprechend handeln. Wenn es gewünscht ist, kann ich dazu auch noch ein separates Tutorial machen, also quasi eher ein Tutorial für Fortgeschrittene, wo ich dir im Wesentlichen zeige, wie du über Futures gehebelte Long-Positionen, genauso auch wie Short-Positionen aufbauen kannst. Also im Wesentlichen genau das, wofür ich persönlich OKX primär benutze. Und falls du sonstige Fragen hast zu OKX, gerne unten in die Kommentare und ich gebe mir wie immer Mühe, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten.